So, liebe Freunde, ja, mir ist gestern eine Geschichte passiert, aber ich denke, okay, die muss ich mal erzählen, weil die hat dann sehr viel lernenswert, dass man nicht nach dem optischen gehen kann, wie ein Mensch ist. Leider gehen viele Leute nach dem optischen, wie ein Mensch ist, aber das sollte man nicht machen. Man sollte auch nicht nach Gerüchte gehen, ja, weil da wird, wird viel behauptet, was nicht stimmt über andere Personen. Wenn man die Person dann mal selber kennenlernt und nicht auf Gerüchte geht, kann man auch oft im Positiven überrascht werden. Ne? Und gestern war ein perfekter Tag. Ja, so schön ausgeschlafen. Gut, gut im Garten geschafft, Vater geholfen, im Training gewesen, ja. Haushalt gemacht, Clip hochgeladen, dann in die City gelaufen, da was gegessen, ja, da bin ich majestätisch behandelt worden, das war ostasiatisch Feinkost, Gourmet, Palast, ja. Und dann wollte ich wollte ins Kino und mich informieren, wann jetzt die Lieblingsfilme jetzt bald laufen. Lilo und Stitch und der andere Film Jackie Chan und Ralph Macchio bei Karate Kid Legend. Und ja, und jetzt kommen wir jetzt zur Hauptgeschichte, ja, wo ich eigentlich vom Ursprung erzählen will. Ja, ich meine, ich bin zwar auch tätowiert, gell, da könnte man auch gegen mich Vorurteile haben, ja. Aber der Mensch, der war total tätowiert im Gesicht und hat auch den ganzen Körper und hat auch Piercings gehabt im Gesicht und so. Also, wo es auch Vorteile, wenn einer so aussieht, Vorurteile gibt. Ja. In meinen Augen falsch und schwachsinnig, aber da gibt es ja Vorurteile, pass auf, mit dem schwätzt man nicht und das kann ein Messerstecher sein, Drogenhändler, kommt aus dem Rotlichtmilieu, so, ja, das ist alles Blödsinn. Aber so Gerüchte gibt es, weil ja, wenn Bildungsmangel vorhanden ist, dann wird halt so die Gerüchte verstreut und dann wird mit solchen Menschen auch gar nicht viel gesprochen. Heute sogar noch traurigerweise, weil halt die ein falsches Bild im Hinterkopf haben. Ne? Und ich habe da, ich aus der eigenen Lebenserfahrung weiß, dass die Optik nichts zum Sagen hat, weil wenn die Menschen erstmal selber kennenlernen, das sind die ganz anders wie das, was über sie gesprochen wird. Ja. Oder viel Negatives über andere Menschen gesprochen, wo nichts stimmt. Und gut, ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn auch gesprochen, weil ich Informationen habe. Ja. Und so offen auf der Street und der ist dann aufgegangen und hat sich gefreut, dass ich mit ihm spreche. Und man hat sich verstanden, als hätte man sich ewig kennt. So war das. Also wenn da jetzt einer vorbeigelaufen ist und das war wirklich das Netztreffen, die Leute hätten gedacht, ja, die kennen sich schon ewig. So, ich habe aber erst kennengelernt und der hat mir dann wir haben einfach Spaß gehabt, miteinander sich zu unterhalten und haben über Cobra Kai gesprochen, über die Serie und so weiter. Und es war eigentlich fast zu kurz, ich habe das Gespräch genossen. Und, oh, Wespe. Muss man mal geschwind aufmachen, dass die gute Tiere wieder rauskommen. Ich weiß gar nicht, wie die reinkommt. So, komm. So, komm. Das schaut raus. So. Ich schon rausgelassen. Zwischen der Natur sie gehört, ja. Also da auf Anhieb verstanden. Also so, ja, da hat die Chemie gestimmt, hat man sich gleich verstanden, ja. Und jetzt kommen wir zu jemand anders. Der ist quasi der Musterbogen, also andere Person, ja. Der Musterbogen schlechthin ist mit vielen befreundet, wenn er sich privat trifft. Da hat er so eine kleine Gruppe an Freundeskreis um sich. Der hat auch wirklich Saubermann-Image, der hat studiert Technologie, der hat dann bei der Polizei seine Karriere gemacht.
ist dann auch in Polizeikommissar in Stuttgart gewesen, ist jetzt nicht mehr, ist jetzt in Ruhestand, katholisch und Saubermann-Image ohne Ende. Also bei der Polizei gibt es gut und schlechte Leute, wie es überall auch gibt, in jedem Gewerbe. Und ob dabei Polizisten von mir die Helden sind, weil die gucken, dass die Demokratie aufrechterhalten bleibt mit Recht und Ordnung. Ich bin auch katholisch gekocht, da gibt es auch sehr viele gute Menschen. Aber schwarze Schafe findest du natürlich überall. So, jetzt auf die Person, wie schon gesagt, die war auch mit dem ziemlich viele Jahre befreundet. Und habe eigentlich mit ihm gern gesprochen. Ja. Aber Menschen ändert sich auch mal, manche im Positiven und viel im Negativen. Und auch von außen, der wirkt halt ja, sehr konservativ. Ich habe ihn auch als lebensfroher Mensch kennengelernt. Ich bin dort es gibt ja einige Kultkneipen bei uns in der City, da gehört die auch dazu. Es war mal Kultkneipe, ist jetzt leider nicht mehr. Ich habe ihn kennengelernt, da war das so Clique für sich. So, und ich bin da immer, ich bin einmal extra Tisch geguckt und sagt zur Chefin, kommen Sie sich dazu hocken? Ja, hockt jetzt dazu oder ist die von sich aus gekommen, ich weiß nicht mehr genau, die haben es mir genau gewusst. Auf jeden Fall, oder ich glaube, die hat sogar gesagt, guck dich doch zu den anderen. Oder ich habe auch gefragt, mal zu den anderen hocken. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Dialog war, ist schon viele Jahre her. Auf jeden Fall haben wir zu den anderen geguckt. Und dann bin ich halt dekroniert worden, weil ich der Neue bin. Und dann, der erste, der mit mir richtig gesprochen hat, war er, also sein Spitzname Gambi. Und da hat er mir auch mit mir sich abgegeben und dann hat mir auch Getränke ausgegeben und dann haben sich die anderen in der Clique haben mir auch immer mehr angenommen. Und für mich war das halt der Halt in der schlechten Phase meines Lebens, war das so ein richtiger Halt für mich, die Kneipe. Und dann bin ich immer, wenn ich mal Zeit hatte, neben dem Schaffen, neben dem Training und Haushalt und YouTube-Clips drehen, bin ich immer dort abgepilgert. Weil das war für mich halt wirklich ein guter Kontakt. Habe jetzt letzter Zeit auch nicht mehr so nachgekommen, war Corona, Lockdown und Industriekrise, dass ich dann halt auch nicht mehr nah bin. So, nicht mehr nachgekommen hin, nach will er schon, nicht kennen. Jetzt habe ich gedacht, letztes Jahr bin ich auch immer da gewesen und habe gedacht, jetzt muss ich öfters nach. Da habe ich schon keinen Arbeitsplatz gehabt und wie bei der Filmsammlerei, wenn das Geld übrig hast, dann gehst du nach, wenn das Geld nicht übrig ist, gehst du nicht nach. So. Dabei immer auch, dann wenn du eine Weile nicht mehr nachgehst und du bist draußen und man gönnt sich noch ein paar andere Sachen. Aber ich habe jetzt gedacht, jetzt gehst du mal wieder nach. So, jetzt, vor 2 Wochen war er wieder drin, da war jetzt der Gambi nicht da hat er irgendwie, keine Ahnung, eine Sitzung gehabt in einer anderen Kneipe. Und gestern bin ich drin gewesen. Und ich habe davor auch schon gehört, der hat sich jetzt mit Ellie verstritten, oder mit vielen sich verstritten, wo gute beste Freunde mit dem waren, mit dem so zusammen in den Urlaub gegangen ist und so. Da gab es auch noch einen anderen Kollege, der das Spitznamen Major hat, der mit dem auch gestritten und mischt mir eine fremde Angelegenheit ein, der mit anderen Leuten gestritten und dann auch von anderen Leuten gehört. Wenn der Werbung für die Kneipe gemacht hat, hat es geheißen, ja, das ist nicht mehr das, was war, ich gehe da nicht mehr nach. Oder jemand hat gesagt, ich war vor kurzem da, ich war nicht meins, ich gehe da nicht mehr nach. Ich gehe da nicht mehr hin. So. Ich gehe da nicht mehr hin, habe ich habe gedacht, ihm gefällt es nicht, er hat keine Atmosphäre und ist auch nicht wirklich eine Partystimmung und so weiter. Und da habe ich gedacht, schwätzt man doch keine Mark in die Tasche. Ist ein genialer Kneipe für mich gewesen, für mich, ja. Und ich habe aber vergessen, dass sich vieles mit der Zeit ändert und ich war schon lange nicht mehr da. Jetzt war ich seit kurzem gestern zum zweiten Mal da und da habe ich auch mitgekriegt, warum das war. Vor 2 Wochen, wo ich zum ersten Mal drin war, sind sich einige gefreut, mich wieder zu sehen, aber da ist ja kaum was geschwätzt worden. Ja. Gestern war ich drin, da war auch kaum Leute da und die Stammkunden haben alle gefällt, kaum Leute da. Da eine links neben mir, der hat gar nichts geschwätzt, nur das Nötigste. Da habe ich gesagt, kannst du überhaupt Kneipe, wenn ich geschwätzen willst? Bleib doch daheim, trink da, der Bier ist billiger, da musst du mit niemand schwätzen. Man geht auf Party mal, um ein bisschen einen Dialog zu führen, um mit anderen Leuten ja, zu feiern. Die anderen haben halt dann schick gespielt und da habe ich den
war ja nur 3 dort im drin, da habe ich den kommen draußen Licht jetzt und der Gambi hat sich ja gefreut, mich zu sehen. Ich habe mich auch richtig gefreut, ihn zu sehen. Ich habe ihn auch richtig vermisst, weil ich ihn als Freund zu schätzen weiß. Und dann habe ich gesehen, jetzt gut, da ist draußen Platz. Dann bin ich rausgelaufen und sage ich, bei euch Platz? Ich dachte, ja, und dann sage ich, okay, ich schon mal ein Getränk. Ich habe mich so gefreut, ich hocke mich neben denen an und freue mich, da fällt denen ins Gesicht nach. Und weil ich schon lange nicht mehr da war, haben es halt, und das dem immer wichtig ist, habe ich es dann auch begründet und habe gesagt, okay, ich war in der Strickkrise, ich habe da jetzt lange nicht mehr kommen können, weil ich möchte jetzt wieder regelmäßig kommen. Und habe ja auch letzter Stelle, wo ich gar keine Arbeit kenne, wieder Arbeit, wieder keine Arbeit, jetzt schaffe ich wieder regelmäßig was, Gott sei Dank. Jetzt kann ich wieder öfters kommen. Und dann plötzlich holt er aus und wird da aggro und wo das eine ganz normale Erklärung war und wird da verliert seine Kontenance und er ist ich weiß jetzt, ob er Teilhaber ist oder nur der Mann von der Chefin, aber auch er ist ja verpflichtet, sich die Kunden sich ordentlich zu verhalten, weil die Kunden, wo er veräckelt, ist dann Verlust an finanziellem Geld, das die ja beide auch brauchen, wenn sie da zusammenleben. Also, ja, auf jeden Fall, da hat er auf einmal ausgefahren und ist auch unverschämt geworden und sich dann, jetzt musst du mir erzählen, wo du das ganze Geld lässt, was zahlst du Miete, was gibst du aus, was möchtest du mit deiner Kohle? Ja, so richtig so auf so assi. Da war die Chefin noch neben dran und ich habe den komm jetzt wartest, bis du weglaufst, da aber zuhören wollen. Und ich habe dann irgendwann mal weggelaufen und habe es bereut, dass ich es nicht vor der gesagt habe, vielleicht war es eskaliert. Dann habe ich gesagt, und dann war die noch da und der hat dann gesagt, jetzt los, komm, erzähl. So, dann ich war ruhig und still und habe gedacht, du musst mich jetzt nicht aufregen. Und wegen dem Losbuch. Und dann, wo die Chefin weglaufen ist, da habe ich dann gesagt, was ich an Miete zahle, geht ihn nichts an. Ja. Und dann ist er erschrocken, dass ich das dem gesagt habe. Also so barsch war ich zu dem nie. Ja. Und da habe ich zu dem gesagt, das Leben, auch wenn du schaffst, das ist alles so teuer geworden, Lebensmittel, Tanke und dass man auch so Probleme hat und ich habe letzte Stelle war ich arbeitslos, oft. Dann habe ich hin und wieder mal einen Job gekriegt. Das habe ich nicht gewusst, das hätte ich mir doch so gleich sagen können, so im Akroton. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe es doch beim Anfang an gesagt. Und ich bin dir auch keine Rechenschaft schuldig. So. Und dann, das hat mir schon gestunken und dann, weil der wollte mir eigentlich am Tisch vorführen von seinem Kollegen. So. Ja. Und dann, er hat uns über Lokale geschwätzt, man merkt, der war nämlich das, was er früher war, das charakterlich verändert, also er vom Aussehen verändert. Früher hat er ziemlich gesund ausgesetzt, sieht er so abgemagert aus und so immer so aggro. Die Chefin war früher fröhlich, die wirkte auch nämlich fröhlich. Da hat man über Restaurants gesprochen, dann hat er immer dann über Trumpferwelle, dass der da mehr weiß, das ist billig und günstig und so. Und dabei waren immer, der Lokalwirt vergessen ist jetzt, sagen wir, ist nicht günstig, aber für das, was dir geboten wird, weil es ein Edelrestaurant ist, für das, was dir geboten ist die Preisklasse fair. Ja, nicht billig, aber fair. So, und dann hat er auch wieder was falsch gesagt. Dann haben wir mit ihm gesprochen, hat er Arbeit unterbrechen wollen und hat er mich wieder vorführen wollen, hat es wieder nicht geschafft und war wieder aggro und da habe ich geguckt, dass noch fröhliche Stimmung am Tisch ist, habe mein Glas Wasser zu Ende getrunken und bin dann gegangen mit dem Gedanke, ich lasse da nie mehr wieder einen Cent liegen. Ja, weil man in der Freizeit, man schafft ja hart, in der Freizeit, wenn du auf Partymeile gehst, willst du Party haben und keinen Stress haben. Da hast du auch keinen Bock, wegen jeder Kleinigkeit eine ewige Dauerdiskussion zu führen, da willst du eine Party machen. Dann bist du ein Kunde. Ja, und wenn du dich als Kunde irgendwo nicht mehr wohlfühlst, dann gehst du halt woanders noch und lässt dort dein Geld liegen. So. Und da hast du die zwei Typen gehabt, der eine tätowiert, bis zum Stehkragen und beschmückt und so. Und der andere, der schöne Biedermann,
der ein gutes Image hat und ja, der Tätowierte war es, Kopf bis Fuß tätowiert, der war 1A als Mensch, echt klasse. Und der schöne Biedermann, der ein gutes Image hat, der war an dem Abend total asozial. Also muss man auch schon vorne sagen, der war an Dreistigkeit nicht zu überbieten und auch so barsch, so unhöflich und so fordernd und so, so respektlos und so auch, ja, so, ja, der hat halt auch der dicke Magel rausgehängt. So, und da kannst du dir auch vorstellen, warum haben da in die Kneipe auch nicht mehr so viele Menschen reinlaufen, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Ich war jahrelang mal Stammkneipe, aber dann eine andere Kneipe entdeckt, die ist viel größer, viel schöner, hat einen riesen Biergarten, einen riesen Raum, der bunt ist. Dann sind sie alle lustig drauf da drin und höflich und auch die Bedienungen und die Chefin ist da, die ist kurz auch wieder eine Frau, die ist auch sehr höflich und die ganze Bedienungen und die sind da richtig lustig und höflich und haben ja auch einige gute Kontakte wieder knüpft und da kann in Zukunft da noch nicht, ja, weil es da mir passt. Und von daher, die Moral der Geschichte, man kann nicht aufs Optische gehen oder nach Gerüchte, wie eine Person ist. Man muss eine Person echt mal persönlich selber kennenlernen. So. Und nicht, sieht so aus, der sieht so aus und deswegen spreche ich mit dem nicht, weil ich von so Leuten was gehört habe. Das ist alles Blödsinn, weil das meiste, was hörst, stimmt ja eh nicht. Und jede Person ist ja Individualist. Ja. Und ja, und oft kann es so sein, dass die Leute, die ein schlechtes Image haben, die Beste sind und die Leute mit einem positiven Image noch, die, sich im Schlecht entwickeln oder schlecht sind. Und da war jetzt das, was ich gestern erlebt habe, das Paradebeispiel dafür. Ne? Und von daher hätte nicht gedacht, dass ich da einem Mädchen noch recht geben muss, aber dem muss ich recht geben, weil mit so einer Leute willst du auch nichts mit zum Tun haben. Den fand ich früher richtig nett und lustig und so. Aber der, was sich entwickelt hat, da habe ich auch keine Lust, mich mit so einer Leute mehr zu treffen und auch mit so einer Leute will ich auch nichts mehr schwätzen. Ja, so die Dreistigkeit zu haben, da ja, so anzuschnauzen und das muss man erzählen und auch dann auch, ja, auch beleidigend war und so immer in den Streitbereich rein und auch wo ich dann, ja, ja, so fordernd, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, so ins Teamste ausfragen will, da denke ich, ja, Gott's noch, also ja, das ist ja kein Service, da gehe ich halt woanders nach, wo ich weiß, okay, da bin ich als Kunde willkommen, dann lasse ich auch gerne mal viel Geld liegen, wenn es übrig ist. Ja. Fand ich auch schade, fand ich auch traurig, weil der Tag war bis zu dem Zeitpunkt wieder, war er eigentlich super und das Treffer war schlecht. Da bin ich halt dann nochmal, ja, umeinander tingelt, halt noch ein bisschen Geld von der Bank geholt, bin in eine andere Kneipe rein, wo es dann lustig war. Und ja, wenn ich vom Bettrigen weglaufe, dann werde ich sogar noch näher. Ja, die neue Stammkneipe wie die alte Stammkneipe. Und ich habe gedacht, das ist eine lernenswerte Geschichte, das man unbedingt mal erzählen sollte. Ja. Ja. Ich habe da jetzt auch nur die Namen, also ich habe da nur Fantasienamen genannt, dass man da kein outet, aber ich fand schon die Geschichte sagen wir, erwähnenswert, erzählbar. Ja, das Leben findet vor der Haustür da statt, 24 Stunden, und du erlebst die verrückteste Geschichte. Die beste Geschichte schreiben, das Leben. Ja.